An vielen, vielen Stellen werden die Menschen unterfordert. Ja? Man führt vertrottelte Diskurse. Mein Name ist Robert Miesig, ich komme aus Wien. Weiß ich nicht, was ich bin Autor. Das heißt, ich bin ein bisschen Journalist und ein bisschen Videoblogger und ein bisschen Buchautor und ein bisschen Handlungsreisender in Herumrederei. Heißt Mut zur Verwegenheit, und von meinem Eindruck her ist er ein bisschen ein Fremdkörper auch in dem Buch, oder man könnte es positiv formulieren, ein eigener Aspekt innerhalb dieses Buches, weil ich jetzt nicht so sehr mich beschäftige mit der Analyse der Situation, die ja jetzt sozusagen schon ein bisschen lang durchgekaut ist. Ein bisschen gibt es da ja auch eine Art von Konsens, sondern dass ich mir die Frage stelle, wie kommt man da eigentlich raus? Das ist ein großes Wort. Sagen wir mal so, die Linke oder sozusagen die Mainstream-Linke hat sich angepasst an den Zeitgeist und dabei Fehler gemacht. Ich bin ein freundlicher Mensch, nennen wir es Fehler gemacht. Ja, sie hat sozusagen ihre eigenen ureigentlichen Aufgaben, ihre ureigenste Klientel oder wichtige gesellschaftliche Segmente aus dem Blick verloren. Eine der Vorschläge, die heute oft gegeben werden, ist ja die Linke muss wieder zum Sprachrohr, zu den Vertretern der einfachen Leute, der unteren Mittelschichten, der Arbeiterklasse werden und darf weniger so eine Kulturlinke, so eine Innenstadtlinke sein. Ich glaube, dass da schon was dran ist, ohne Zweifel. Ja, das muss sie werden, aber sie muss gleichzeitig das andere auch sein. Das ist ja die Kunst. Ja? Sozusagen eine erfolgreiche, progressive Bewegung war in der Geschichte immer beides. Ich glaube, dass man zweierlei sagen muss. Es gibt natürlich den hermetischen Jargon der politischen Klasse. Das ist eine Art von Sprache, die den Menschen signalisiert, es ist eine technische Sprache, es ist die Sprache von Eliten und wir strengen uns gar nicht mehr an, es in einer Sprache zu formulieren, die euch adressiert. Das zweite, fast ein spezielles Problem, ist gewissermaßen die hermetische Jargonhaftigkeit der Linken selber. Das kennt man ja auch. Ist dann auch ein bisschen vermischt mit einer politologischen und akademischen Jargon. Ich glaube, dass man sehr darauf achten muss. Ich glaube nicht, dass wir die Menschen prinzipiell überfordern. Ja? An vielen, vielen Stellen werden die Menschen unterfordert. Ja? Man führt vertrottelte Diskurse, obwohl sie natürlich die Menschen viel klüger sind, als diese Diskurse eigentlich unterstellen. Die Rechtspopulisten sind die eigentlichen Arroganten, die eigentlich die Menschen für die Vollidioten behandeln und werfen sich noch in die Pose, wir sind die Stimme des einfachen Mannes. Na, sie sind die Verächter des einfachen Mannes. Mut zur Verwegenheit, das ist der Titel meines Beitrags, aber es ist ein bisschen mehr als der Titel, weil ich finde, es ist mir sehr wichtig. Ja? Es braucht so etwas wie Mut, weil mit Mutlosigkeit, mit Verzagtheit bringt man gar nichts zusammen. Ja? Und Verwegenheit, das hat ja so etwas wie Mut zu etwas, was nicht so sicher ist, dass man es schafft. Ja, also über die Grenzen hinausgehen des sicheren Feldes, nennen wir es mal so. Obama hat mal gesprochen von Audacity of Hope, also der Verwegenheit der Hoffnung. Ich finde, dass das so eine Begrifflichkeit hat, die was zum Schwingen bringt, und das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass man ein Programm des sozialen Fortschritts unserer Gesellschaften formulieren muss. Und das Programm des sozialen Fortschritts ist eben, die Lebenschancen der Unterprivilegierten zu verbessern. Und das reicht von Mindestlöhnen bis zur Bekämpfung der Zweiklassenmedizin bis hin zu einer Bekämpfung des Zweiklassenbildungssystems. Das geht bis dahin, Prekarität zu bekämpfen und solche Auswüchse wie Leiharbeit. All das muss natürlich auch begleitet sein von einer Rhetorik oder einer Emphase des Fortschritts. Ja? Nicht nur, oh Gott, wir müssen das Schlimmste verhindern, sondern man braucht so etwas wie eine Emphase des Fortschritts, der Modernität und auch so etwas wie einen Mut der Verwegenheit, der auch ansteckend ist.